Hallo, möchtest du lernen, wie man professionellen Arduino-Code schreibt? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich werde ganz einfach beginnen mit Variablen und Funktionen und danach kommen nicht blockierende Wartezeiten, State Machines und Klassen. Doch starten wir gleich mit der Programmierung. Wir werden uns die eben genannten Sachen anhand folgenden Beispiels ansehen. Jede Sekunde soll ein A ausgegeben werden. Nach einem Tastendruck soll jede halbe Sekunde ein B ausgegeben werden. Nach einem erneuten Tastendruck soll alle 2 Sekunden ein C ausgegeben werden. Und wird die Taste erneut gedrückt, fangen wir bei A an. Gleichzeitig soll die Anzahl der Loop-Durchläufe angezeigt werden. Wir beginnen mit der Anzeige der Durchläufe. Zuerst definieren wir eine Variable Counter vom Typ int. Diese Variable kann mit serial.println ausgegeben werden. Serial müssen wir aber zuerst initialisieren mit der Methode begin. Als Parameter geben wir die Geschwindigkeit mit. In diesem Fall 9600. Die Counter-Variable ist innerhalb von Loop definiert, deshalb existiert diese Variable auch nur innerhalb der Loop-Schleife. Man könnte die Counter-Variable auch global definieren, jedoch sollte man das, wenn möglich, vermeiden, da der Code ansonsten schnell unübersichtlich wird. So würde aber immer 0 ausgegeben werden, da bei jedem Durchlauf die Variable neu erstellt wird. Deshalb schreiben wir Static davor. Durch Static wird diese Variable nur einmal erstellt und auch nur einmal auf 0 initialisiert. Um den Counter um 1 zu erhöhen, schreiben wir Counter ist gleich Counter plus 1. Eine Kurzschreibweise dafür ist Counter oder ++Counter. Den Unterschied zwischen ++Counter und Counter++ kann man bei der Ausgabe sehen. Bei ++Counter wird zuerst der Counter erhöht und dann ausgegeben. Also der erste Wert, was ausgegeben wird, ist eine 1. Bei Counter++ wird zuerst der Counter ausgegeben, also 0, und erst danach wird die Variable erhöht. Wie man hier sehen kann, zählt der Counter richtig schnell hoch. Als nächstes legen wir eine globale Variable für den Button Pin an. Wir legen diese Variable global an, da sie sowohl für Setup als auch für Loop benötigt wird. Weil sich diese Variable im Laufe des Programmcodes nicht verändern wird, schreiben wir ein Const davor. Den Pin-Mode des Button-Pins setzen wir auf Input Pull-Up. Wir benötigen den Pull-Up, da der Button nicht zwischen High und Low hin und her schalten kann. Der Button kann nur eine Verbindung öffnen und schließen. Wir lesen dadurch immer High ein, außer wenn der Button den Pin mit Ground verbindet. Wir können mit Digital Read den Button auslesen. Solange der Button High ist, ist er nicht gedrückt, also soll es A ausgeben. Nach jeder Ausgabe warten wir 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Wir müssen danach den Button erneut auslesen, um den aktuellen Wert zu bekommen. Und das gleiche machen wir auch für B und für C. Nur für B eben 500 Millisekunden und für C 2 Sekunden. Wenn wir den Code so jetzt aber ausführen, dann wird er nie B oder C ausgeben. Weil sobald Button Value Low ist, geht es zwar aus der ersten While-Schleife raus, es wird jedoch nie die zweite oder dritte While-Schleife betreten. Also müssen wir dazwischen warten, bis der Button nicht mehr gedrückt ist. Jetzt funktioniert zwar die ABC-Ausgabe, jedoch wird dadurch der Counter blockiert. Der Counter zählt nun nur noch um 1 hoch, nachdem dreimal der Button gedrückt wurde. Dieses Problem sehen wir uns gleich an, jedoch vereinfachen wir zuerst den Code für den Button. Wir wollen nicht wissen, ob der Button High oder Low ist, sondern eigentlich wollen wir nur fallende Flanken erkennen, also den Übergang von High zu Low. Hierfür schreiben wir eine Funktion. Wir nennen diese Funktion Falling Edge und als Rückgabewert geben wir Bool an. Also die Funktion kann True oder False zurückgeben. True, wenn eine fallende Flanke erkannt wurde, False, wenn keine erkannt wurde. Hierfür erstellen wir eine Variable, welche den Wert der vorherigen Abfrage enthält. Wir erstellen auch eine weitere Variable, welche wir den aktuellen Wert zuweisen.
Wenn der neue Wert nicht der alte Wert ist, dann haben wir entweder eine steigende oder eine fallende Flanke. Also entweder von Low auf High oder von High auf Low. Jetzt brauchen wir den alten Buttonwert nicht mehr, also weisen wir dieser Variable gleich den neuen Buttonwert zu. Falls wir eine Flanke hatten und der neue Wert Low ist, bedeutet es, dass es eine fallende Flanke war. Deswegen geben wir dann True zurück. In allen anderen Fällen war es keine fallende Flanke, deshalb geben wir dann False zurück. Wir wollen A ausgeben, solange keine fallende Flanke auftritt. Deshalb überprüfen wir den Rückgabewert auf False. Eine kürzere Schreibweise hierfür ist einfach ein Rufzeichen vor dem Funktionsaufruf. While nicht Falling Edge. Nun benötigen wir die While-Schleifen dazwischen nicht mehr. Für die Ausgabe von ABC schreiben wir nun auch eine eigene Funktion. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir eine State Machine. Eine State Machine ist einfach eine Funktion, welche verschiedene Zustände haben kann. Je nach Zustand führt sie eine andere Funktion aus. Um die Zustände darstellen zu können, eignet sich ein Enum. Also erstellen wir nun ein Enum mit dem Namen Test. Dieses Enum hat 3 Einträge A, B und C. Jeder Eintrag wird automatisch durchnummeriert. Man kann den Einträgen aber auch selbst eine andere Nummer zuweisen. In diesem Fall ist es egal, welche Nummer die Einträge haben, deshalb lassen wir es bei der automatischen Durchnummerierung. Man kann die Einträge auch in Einerzeiler schreiben. Dieses Enum kann als Variable Typ angesehen werden. Wir können gleich eine Variable von diesem Typ erstellen, indem wir den Variablennamen dahinter anfügen. Dieser Variable kann man gleich einen Wert zuweisen. Als Wert sind hierfür jedoch nur die vorher definierten Einträge gültig. Dieser Variablentyp hat den Namen Test. Wir können diesen Typ jedoch auch namenslos lassen, also einfach das Test weglöschen. Jetzt haben wir eine Variable State, welche wir den Wert A, B und C zuweisen können. Weil die Variable nur einmal erstellt werden soll, schreiben wir wieder Static davor. Mit einer Switch-Anweisung können wir den State ganz einfach auswerten. Falls der State C ist, wird nun C ausgegeben. Hier muss man jedoch aufpassen, weil wenn das State A ist, wird auch das von B ausgeführt und auch das von C ausgeführt, also in diesem Fall auch C ausgegeben. Um dieses Verhalten zu verhindern, muss nach jedem Case auch ein Break folgen. So wie es jetzt ist, wird bei jedem Print-ABC-Aufruf gleich ein A ausgegeben. Wir möchten aber nur jede Sekunde ein A ausgeben. Also geben wir A nur aus, wenn die vergangene Zeit größer als 1000 Millisekunden ist. Um diese Zeit zu ermitteln, lesen wir die aktuelle Zeit aus und ziehen davon die Zeit des letzten Durchlaufs ab. Die Zeit des letzten Durchlaufs speichern wir wieder als Static-Variable ab. Wir müssen diese Variable bei jeder Ausgabe auf die aktuelle Zeit setzen. Um auch B ausgeben zu können, prüfen wir den Button wieder auf eine fallende Flanke. Tritt diese auf, setzen wir den State auf B. Und das gleiche machen wir nun auch für B und für C. Nun müssen wir nur noch die Zeiten anpassen, die Ausgabe und den nachfolgenden State. Jetzt können wir den alten Code durch den Funktionsaufruf des neuen Codes ersetzen. Und wir sehen, die Schleife läuft wieder super schnell. Das liegt daran, weil wir kein Delay mehr verwenden. Wir können, um die Funktion zu testen, die Ausgabe auskommentieren. Und wir sehen, es macht weiterhin, was es soll. Eine Sache, die jedoch noch unsauber ist das Falling Edge. Wenn wir einen zweiten Button hinzufügen, müssten wir den Code kopieren und die Variablen umändern. Es wäre doch schön, wenn wir davon eine Vorlage machen könnten und davon so viele Objekte erzeugen, wie wir Buttons haben. Hierfür sind Klassen da. Wir erstellen eine Klasse mit dem Namen Button. Klassen haben sowohl private als auch öffentliche Bereiche, Private und Public. Der Unterschied zwischen Private und Public ist, dass auf Private nur die Klasse zugreifen darf und auf Public kann man auch von außerhalb zugreifen.
Variablen innerhalb von Klassen nennt man Member-Variablen. Deshalb kennzeichnet man sie mit einem kleinen m. Definiert man den Klassennamen innerhalb einer Klasse als Funktion, so wird daraus automatisch der Konstruktor. Diese Funktion wird aufgerufen, sobald das Objekt erstellt wird. In diesem Fall definieren wir den Pin als Parameter. Wenn ein neuer Button erstellt wird, weisen wir der Pin-Variable den Pin zu, der von außen übergeben wird. Wir können auch gleich den Pin-Mode innerhalb dieser Klasse setzen. Als nächstes erstellen wir die Edge-Funktion innerhalb der Klasse. Funktionen innerhalb von Klassen nennt man Methoden. Für Edge möchten wir 3 Möglichkeiten zurückgeben: entweder keine Flanke, fallende Flanke oder steigende Flanke. Hierfür können wir einen eigenen Typ definieren. Das geht mit typedef, enum, unsere 3 Fälle und dann der Name des Typs. Jetzt fügen wir den Code von vorhin ein und passen ihn an. Falls die Werte unterschiedlich sind und der neue Wert low ist, ist es eine fallende Flanke, ansonsten eine steigende. Und wenn beide Variablen denselben Wert haben, dann ist es keine Flanke. Jetzt benötigen wir die alte ButtonPin-Variable nicht mehr. Wir erstellen nun von der Vorlage Button eine Variable mit dem Namen myButton1. Wenn man eine Variable mit dem Typ so einer Vorlage erstellt, dann ist das eigentlich keine Variable, sondern eine Instanz einer Klasse. Als Parameter geben wir 3 mit, was dann als Pin in der Klasse gespeichert wird. Wir schreiben hier Static davor, damit die Instanz nur einmal erstellt wird. Wir können nun auf eine fallende Flanke prüfen, indem wir myButton1.edge mit Button.falling vergleichen. Wir können auch eine weitere Methode definieren, welche nur True oder False zurückliefert. Wir müssten aber dann dieser Methode als Parameter mitgeben, ob wir auf eine fallende oder auf eine steigende Flanke prüfen möchten. Wir geben nur True zurück, wenn sich der neue Buttonwert mit dem alten Buttonwert unterscheidet und wenn der neue Buttonwert Low ist und der Trigger auf Falling gesetzt ist. Außerdem geben wir True zurück, wenn der neue Buttonwert High ist und der Trigger auf Rising gesetzt ist. Wir können hier Klammern setzen, aber das ist eigentlich nicht notwendig, weil die ist gleich sowieso am meisten binden, am zweitmeisten die und erst zuletzt die oder. Wenn man es übersichtlicher findet, kann man auch einen Zeilenumbruch einfügen. Und schon haben wir unsere neue Edge-Funktion. Es ist übrigens kein Problem, dass diese Funktion gleich heißt wie unsere andere, weil sie unterschiedliche Parameter haben. Durch den Aufruf weiß der Compiler trotzdem, welche Funktion er verwenden muss. Jetzt können wir mit myButton1.edge und in Klammern falling auf eine fallende Flanke prüfen. Das macht jetzt genau dasselbe wie die Anweisung oben. Wenn man trotzdem noch den aktuellen Status des Buttons auslesen möchte, also High oder Low, dann ist das einfach möglich. Hierfür schreiben wir eine Funktion read, welche einfach die Rückgabe von digitalRead weiterreicht. Jetzt kann man mit myButton1.read den aktuellen Wert auslesen. Es wäre jedoch noch schöner, wenn man myButton1 einfach mit High oder Low vergleichen kann. Hierfür müssen wir den Vergleichsoperator definieren. Wir schreiben eine neue Methode mit dem Namen Operator ist gleich. Diese Methode wird automatisch aufgerufen, sobald ein Vergleich stattfindet. In dieser Methode vergleichen wir einfach den aktuellen Wert mit dem übergebenen Wert. Und jetzt funktioniert auch dieser Vergleich. Bei der Flankenerkennung wäre es auch schön, wenn man die Methode ohne das Wort Edge aufrufen kann. Also einfach myButton1 falling. Hierfür überschreiben wir den Klammernoperator. Und da es dasselbe machen soll wie Edge, geben wir einfach Edge zurück. Und schon ist auch dieser Aufruf gültig. Und schon ist es ganz elegant möglich, auf Flanken zu prüfen. Der Fehler hier, Button does not name a type, bedeutet, dass es den Typ Button noch nicht kennt. Das liegt daran, weil wir Button zuerst verwenden und erst weiter unten definieren. Also müssen wir die Definition oberbei hinschreiben.
Wir könnten aber die Buttonklasse auch in eine eigene Datei geben und dann inkludieren. Dies hat den Vorteil, dass es auch einfach für andere Projekte verwendet werden kann. Wie man sehen kann, funktioniert auch alles so, wie es soll. Möchte man nun einen zweiten Button anschließen, ist es auch ganz einfach möglich. Einfach eine neue Instanz erstellen mit dem Pin als Parameter. Und schon kann man auch den zweiten Button ganz einfach verwenden. Es ist keine zusätzliche Initialisierung mehr nötig, weil das schon alles in der Klasse durchgeführt wird. Ich hoffe, dass ich dir einen Überblick über die Methoden der professionellen Firmwareentwicklung mitgeben konnte. Falls ich auf ein Thema noch genauer eingehen soll, dann schreib's in die Kommentare. Außerdem würde ich mich auch über ein generelles Feedback freuen. Ich werde in den nächsten Wochen noch viele spannende Projekte zeigen, welche du während des Lockdowns super nachbasteln kannst. Wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!